wir haben heute wieder einige News für uns bezüglich Bitcoin und Krypto allgemein, beziehungsweise auch über Märkte allgemein. Ein paar Dinge davon sind positiv, ein paar leider auch sehr negativ. Und ja, mein Ausblick langfristig bleibt sehr bullish, auch für Krypto auf jeden Fall und Märkte allgemein, ich sage mal über die nächsten paar Jahre. Kurzfristig kann es crashen, kann die Welt gefühlt untergehen, ja, was Trading oder Handel oder Investieren angeht. Genau, schauen wir uns ein paar Charts an. Also hier haben wir einen Post von Killer XPT. Er sagt, we are currently in a bear phase but haven't yet reached the extreme bear stage. Genau, sorry, ich muss das Bild kurz fixieren oben. Das bedeutet, man sieht hier in diesen blauen Bereichen, genau, hier wurde quasi der Bear Market, immer wenn der Bear Market stattgefunden hat, das sieht man hier an der weißen Preislinie von Bitcoin, immer wenn der Preis runtergegangen ist diese obere Grafik in den blauen Bereich gegangen und tiefblau war immer, also korrespondiert hier immer mit den quasi Bottoms oder sehr tiefen Preisen, wo es später dann natürlich immer wieder bergauf ging und wir sind jetzt auch schon einige Zeit lang in dieser blauen Phase, jedoch noch nicht in der tiefblauen Phase. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, wir sind schon in einer ziemlichen Bär-Phase, aber haben vielleicht auch noch nicht die extreme Bär-Phase erreicht und das könnte uns noch bevorstehen und es gibt andere Charts, andere Auswertungen, wenn man sich die anschaut. Also technisch gesehen könnte Bitcoin wahrscheinlich bis 40.000, 50.000 US-Dollar noch runterbrechen. Genau, wird man sehen, was passiert. Das ist nur ein Chart von vielen, es gibt ja positivere. Aber auch hier, wir sind zwar schon in einer ziemlich schlechten Phase, aber es könnte noch schlechter werden. Das Gute daran ist, jedes Mal nach so einer Phase folgt wieder diese orange-rote Phase und das korrespondiert dann wieder mit stark steigenden Preisen. Genau, also langfristig aus meiner Sicht bullish, mittelfristig, kurzfristig vielleicht nicht so bullish, wir werden sehen, was passiert. Genau. Hier ein Chart von Quinton. Er hat hier den Bitcoin-Preis, man sieht also Bitcoin-Preis oben, unten den Monthly Relative Strength Index, also RSI und dieser Monatschart ist schon was sehr langfristiges und da sieht man, dass Bitcoin in diesem Monatschart nur ein paar Mal eben diesen tiefen RSI-Punkt erreicht hat, wo er jetzt eben auch schon wieder angelangt ist und ja, das korrespondiert da eben auch mit den Bear Markets in der Vergangenheit. Aber auch da sieht man, diese Phasen haben schon jedes Mal ein bisschen gedauert, ein paar Wochen, ein paar Monate. Und jetzt quasi sind wir da gerade erst reingekommen, wo der RSI so tief ist. Ja, auch das deutet darauf hin, dass es noch länger dauern könnte oder wir zumindest in so einer Range wie aktuell gerade ein bisschen akkumulieren und dann wieder einen Start nach oben aufnehmen. Genau. Aber prinzipiell, auch dieses Chart sagt, wir sind vielleicht noch nicht ganz unten, aber wahrscheinlich schon relativ weit unten. Und hier hat auch Quinton gegenübergestellt Silber und Bitcoin. Er hat seit 2020 den Silberpreis geplottet und man sieht, dass der in so einem aufsteigenden Channel war, wo er dann aber nach unten quasi weggebrochen ist, dann eine letzte Kapitulation vorgenommen hat und danach stark parabolisch angestiegen ist und Quinton eben eher weist es darauf hin, dass Bitcoin sich auch in so einem aufsteigenden Channel befunden hat und genauso da jetzt nach unten weggebrochen ist. Auch hier würde uns, man sieht, die letzte Candle ist ein bisschen hier über diesem Final Capitulation Punkt geplottet. Auch er würde jetzt davon ausgehen in dem Chart, dass hier noch ein bisschen Luft nach unten ist, kleiner Weg nach unten kommen würde und wenn auch Bitcoin weiter diesem Silver Chart folgt, dann könnte auch für Bitcoin da wieder so ein parabolischer Run starten. Ja, also auch dieses Chart sagt, wir sind schon relativ weit unten, noch nicht ganz unten, aber wenn es zutrifft, dann für die Zukunft sehr gute Aussichten. Genau. Das gleiche sieht man hier auch wieder von Quinton. Dieses Score, was man in Orange geplottet sieht, ist MAVC-Score. Das ist quasi eine Abweichung vom durchschnittlichen Preis und man sieht, dass wenn diese Abweichung immer sehr, sehr hoch war, hat das in der Vergangenheit immer mit den Tops korrespondiert. Sieht man auch die Auffälligkeit beim letzten Höhepunkt, dass dieses Top eben nicht so hoch war, wie es eigentlich in der Vergangenheit war. Und wenn dieses Score aber da unten angelangt ist, so um quasi 0 herum, ist Bitcoin immer eigentlich an einem ziemlichen Bottom angelangt. Und auch da, wir sind jetzt in diese Zone gerade reingekommen.
In der Vergangenheit haben diese Zonen oder Bitcoin hat sich in dieser Zone schon ein bisschen aufgehalten, bis er wieder bergauf gegangen ist. Auch das Chart, genau wie die anderen auch davor, deutet darauf hin, dass noch Luft nach unten ist und es ein bisschen so weitergehen könnte, aber natürlich finally dann langfristig hoffentlich wieder nach oben geht und auch die starken Runs aus den letzten Jahren wiederholt werden. Und genau, auch dieses Chart, hier haben wir das Bitcoin Rainbow Chart, das haben wahrscheinlich die meisten schon gesehen. Das ist einfach nur der parabolische Trend von Bitcoin geplottet über die nächsten, also über Jahrzehnte eigentlich von 2013 bis 2032. Rainbow Chart wegen den verschiedenen Farben, das ist eigentlich, mit den Farben haben wir verschiedene Kennzeichnungen, sehr kreativ. HODL ist dieser Bubble, FOMO Intensifies. Was damit gemeint ist, das ist der parabolische Trend von Bitcoin, einfach in verschiedenen Kategorien quasi, verschiedene Intervalle hier aufgeteilt und immer wenn Bitcoin in diesem blauen oder violetten Bereich angelangt ist, war das eigentlich ein Bottom-Signal in der Vergangenheit und Bitcoin hat durchaus in der Vergangenheit dann auch immer wieder diese hohen gelben, orangen, roten Bereiche quasi besucht mit dem Preis und auch das Chart wird sagen, wir sind jetzt näher an einem Bottom als an einem Top. Es könnte natürlich hier weitergehen. Man sieht auch hier 2023 hat sich Bitcoin schon länger in dieser violetten, blauen Phase aufgehalten. Das kann natürlich jetzt auch vorkommen bis auch ganze 2026, 2027. Aber man würde dann schon erwarten, dass Bitcoin auch wieder mal der Preis ansteigt und eben diese höheren Zonen besuchen würde. Genau. Dann noch eine Meldung von Binance. Binance Research hat einen Report veröffentlicht, der sagt, Bitcoin ist eigentlich schon deflationär, weil nur 164.000 Bitcoin jedes Jahr gemeint werden und 290.000 haben sie ausgewertet, goes dormant, das heißt die quasi dormant heißt so viel wie schlafende Coins, die sich seit, ich weiß nicht wie da die Auswertungsregel dabei ist, aber es sind meistens eigentlich Coins, die sich zum Beispiel seit 10 Jahren einfach nicht mehr bewegt haben und diese Zahlen nehmen natürlich also stark zu, weil auch diese Wallets, die sehr alt sind, 20 Jahre, 10 Jahre alt, oder fast 20 haben wir noch nicht, weil Bitcoin 2009 geboren wurde, aber die Wallets aus den ersten Jahren, Coins, die in diesen liegen, haben sich viele davon schon länger nicht mehr bewegt, weil natürlich Leute die Keys verloren haben, Leute, die Bitcoin gemeint haben in den ersten Jahren, waren sie nicht bewusst, wie sich das entwickeln wird und eben vor allem haben sie die Keys verloren und genau jedes Jahr kommen da eben Coins dazu, die sich schon langfristig nicht mehr bewegt haben und deshalb sagt Binance, dass Bitcoin eigentlich jetzt schon deflationär ist, was langfristig auch sicher bullish ist, weil es den Supply eben verringert. Hier ein nettes Chart, also ein netter Post und ein kleines Video von Scottie Pippen, also auch NBA-Stars, ehemalige NBA-Stars stehen auf Bitcoin in diesem Video, oder er behauptet, das Video wurde ihm geschickt und da wird quasi die Preisbewegung des letzten Cycle von 2020 bis 2023, 2024 und bis jetzt einfach auf den jetzigen Cycle quasi gelegt, weil der Verlauf sehr ähnlich war und wird man eben dann, wenn es so weitergeht oder sich wiederholt, sieht man, wo Bitcoin dann hingehen würde, laut dieser Grafik auf 160.000 US-Dollar. Ich glaube, dass das sehr konservativ geschätzt ist, weil diese Grafik eben bis 2030 eigentlich geht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wird Bitcoin weitaus höher sein. Ja, wird man sehen. Und hier haben wir, jetzt kommen wir zu den allgemeinen Märkten. ISM PMI, Indikator für den Wirtschaftszyklus. Wir haben jetzt schon 3 Monate hintereinander einen PMI von über 50 bekommen und 50 oder darüber sagt eigentlich einen beschleunigenden bedeutet einen beschleunigenden Wirtschaftszyklus oder einen Wirtschaftszyklus, der zumindest Fahrt aufnehmen sollte. Und also sieht man hier in der Vergangenheit zum Beispiel, jetzt waren wir sehr lange in dieser unteren Phase unter 50 und jetzt haben wir 3 Prints eben über 50 bekommen und wenn sich das jetzt weiter beschleunigt und nach oben geht, heißt der Wirtschaftszyklus nimmt zu, würde natürlich auch für Krypto und vor allem auch Altcoins dann sehr positiv sein, wenn es so weitergeht. Natürlich kann es auch sein, dass dieser PMI wieder nach unten bricht und das quasi nur ein Fake-Out ist und der Wirtschaftszyklus nicht so viel Fahrt aufnimmt, wie man sich jetzt erwarten würde und dann wäre das natürlich nicht so positiv für Krypto und Altcoins. Aber kann man im Auge behalten, wenn diese Zahl über 50 bleibt oder höher wird, ist es auf jeden Fall positiv zu sehen aus meiner Sicht. Hier ein interessantes Chart, das
Gold und den Stock Market gegenüberstellt seit den Anfängen der 2000er Jahre. Und ja, Gold hier in eben Gold geplottet, der S&P 500 in blau. Und man sieht, dass Gold massiv den S&P outperformt hat. Vor allem jetzt über die letzten 2 Jahre eigentlich, nach dem starken Anstieg von Gold. Ja, man sagt öfters, Gold ist ein Vorbote auch von Bitcoin. Oft fließt das Kapital oder die Liquidität, die nach starken Anstiegen von Gold genommen wird, auch in Krypto zurück oder vor allem eben in Bitcoin und von Bitcoin dann in Altcoins. Und auch wieder korrespondierend mit dem Wirtschaftszyklus natürlich. Und wir werden sehen, was passiert, aber ja, da sieht man, dass alternative Anlagemethoden auch abseits des Aktienmarktes, auch wenn dieser über die Historie jedes Jahr 10, 11, 12% schon bringt im Schnitt, dass es auch bessere Anlagemöglichkeiten gibt. Ja, not financial advice, keine Finanzberatung hier, aber auf jeden Fall etwas zu bedenken. Und hier sieht man auch den M2 Money Supply, der ist auch auf einem Allzeithoch. Was bedeutet das? Die USA printet, druckt natürlich Money, Geld, so viel sie nur kann, um die Schulden weginflationieren zu inflationieren. Und das bedeutet, das Geld wird weiter gedruckt, hat leider zur Folge, dass natürlich Menschen, die großteils Geld halten und keine Assets halten, leider immer ärmer werden, weil sie im Vergleich zur Geldmenge einfach weniger Cash besitzen. Und bedeutet im Gegenzug auch, dass Assets, natürlich klassische Assets wie Gold, Aktien und so weiter, auch ziemlich korrelierend mit diesem Geldsupply steigen. Zumindest kann man das in der Vergangenheit auch beobachten. Aber auch Bitcoin hat eine ziemliche Korrelation in vielen Phasen zu dem Money Supply, nicht immer, aber in vielen Phasen. Und ja, wenn dieser weiter steigt, ist allgemein mehr Geld, mehr Liquidität vorhanden. Und die fließt dann auch natürlich teilweise in gewisse Assets wie Aktien, Krypto, Bitcoin, Gold und so weiter. Und ja, damit verwandt, also mit dem M2 Money Supply, die Fed wird heute 8 Milliarden US-Dollar in die Märkte pumpen. Ja, der Officially Continuing Quantitative Easing. Quantitative Easing nennt man eben also Easing, leichte Geldpolitik, das heißt, die Fed, Zentralbanken pumpen einfach Geld ins System, um die Märkte anzukurbeln. Wahrscheinlich auch, um den Crashs in den Aktienmärkten jetzt gerade gegenzuwirken. Also auch das macht die Fed manchmal gerne. Und ja, pumpt jetzt 8 Milliarden in die Märkte, also keine unwesentliche Zahl. Also die Fed ist schon dabei. Man sieht, die Märkte gehen nach unten, die Aktienmärkte sind in den letzten Wochen ziemlich nach unten gegangen. Und natürlich versucht die Fed hier gegenzusteuern. Und ja, also das ganze Spiel spitzt sich zu. Ich glaube, auch Märkte könnten noch weiter crashen, aber zumindest die Fed springt schon ein und versucht hier auch gegenzusteuern. Und ja, langfristig sollte das Assets in die Höhe treiben aus meiner Sicht. Ja, hier auch eine bedenklichere News. 5 of the biggest names in finance just restricted withdrawals. Das heißt, BlackRock, Blue Owl, Morgan Stanley, Apollo und Ares haben alle die Behebungen quasi aus ihren Private Credit Funds begrenzt. Nämlich dürfen Investoren gerade nur 45% entnehmen. Und das deutet schon sehr auf eine Krise hin. Also das kennt man auch aus der Vergangenheit, eigentlich nur aus Krisensituationen, weil warum werden Withdrawals, also Entnahmen aus den eigenen, ich meine, das ist ja das Geld der Leute, das sind die Assets der Leute, warum begrenzen das so große Firmen? Sie begrenzen das, weil sie Angst haben, dass solche Dinge wie Bankruns zum Beispiel stattfinden und weil aufgrund der Marktsituation oder der Panik jetzt ein Großteil der Leute auf einmal kommt und entweder das Geld oder ihre Assets haben wollen und dann fangen die Firmen an, das zu begrenzen, was erstens einmal wieder ein Punkt für Krypto ist, weil wenn man Krypto besitzt und seine eigenen Wallets hat, dann kann keiner einem vorschreiben, wo man sein Geld erst abhebt oder nicht abhebt und verwendet. Ich meine, das ist die eine Sache. Die andere ist, das zeichnet natürlich ein bisschen ein negatives Bild, weil eben solche Maßnahmen werden normalerweise nur ergriffen, wenn diese großen Firmen auch glauben, dass Panik oder ein großer Crash bevorsteht und ja, zeichnet kurzfristig auf jeden Fall ein negatives Bild. Muss man eher achtsam sein und schauen, was man macht auf den Märkten. Genau, Vorsicht ist geboten. Und auch in die gleiche Richtung geht dieses Chart. Man sieht hier das Berkshire, die Firma, die Warren Buffett aufgebaut hat. Man sieht, dass über die letzten 20 Jahre eigentlich schon Berkshire massiv
die Cash-Reserven erhöht hat, also viele Assets auch verkauft hat, um einfach Cash aufzubauen. Und gerade jetzt, auch seit der Covid-Krise, haben sie das noch einmal, also man sieht eigentlich exponentiell verstärkt, diesen Trend, Assets zu verkaufen und eben nur Cash zu halten. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass auch Berkshire damit rechnet, dass noch ein größerer Crash kommen wird und viele Assets dann zu einem günstigeren Preis erhältlich sein werden als heute. Und genau deshalb machen das Unternehmen, also sie bauen sich da so eine War Chest auf, aus Cash eben, um dann, wenn die Märkte wirklich crashen und sich gute Möglichkeiten, gute Preise ergeben, dort dann einspringen zu können. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informativen Content hier weitergeben. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert den Kanal, würde mir sehr helfen. Das ist ein ziemlich neuer Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.